Moin! Chris und ich nehmen euch mal wieder auf eine Muschelkalk-Tour mit, wo wieder so einiges getestet wird, wo wir endlich mal wieder tiefere Temperaturen haben. Im Moment haben wir ja, so minus 2,5, angesagt sind minus 7 und ich kann heute endlich mal meine Winterwolldecke austesten und schauen, was die so alles kann und bis zu welcher Temperatur das immer noch angenehm ist. Bisher habe ich nur bis 0 Grad getestet, das ging super. Minus 7, das wird noch mal interessant. Ich habe als Backup, ich habe auch sonst keine Isomatte, nur wirklich eine Backup-Isomatte. Also ich setze auf Wolldecke und auf Felle. Ich habe aber eine ganz dünne Everzone als Backup mit, als auch den Biwaksack, also wenn es zu kalt werden sollte, damit wir einfach nicht abbrechen müssen, sondern danach gemütlich weiter schlafen. Aber erstmal suchen wir uns jetzt ein Plätzchen und erkunden so ein bisschen die Gegend, auch ein neues Gebiet. Also mal schauen, was sich hier so finden lässt. Richtig tolles Gebiet gefunden. Aber hier sieht man ganz deutlich am Schlafplatz immer schon aufpassen, was so umgestürzt ist und was schräg steht.
Tarp-Setting steht soweit. Eigengewicht des Tarps ist wirklich enorm und die Feuchtigkeit vom Schnee lässt es nur noch weiter steigen. Das ist jetzt auch so die erste Verwendung von dem Tarp. Ich wollte es mal austesten. 3x2 Meter, 100% Baumwolle. Ich habe das zwar noch mal behandelt mit Wachs, aber das ist echt, also es wiegt 2,5 Kilo, irgendwas in dem Dreh. Und man sieht schön, ich weiß gar nicht, ob man es hier auf dem Video erkennt, das biegt sich echt durch, obwohl das schon auf Spannung abgespannt ist. Ist das Eigengewicht aber so groß, dass das schwierig ist. Wir haben ja fast überall so ein bisschen Steigungen, Mulden, aber auch Gräben, die von Schnee bedeckt sind. Deswegen musste ich da ein bisschen schauen und da ist die Variante tatsächlich ganz gut, dass ich dann hier kann ich das Kopfende hin haben und dann habe ich eine leichte Senke nach unten. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. So, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, breche ich nicht ab, falls ihr das denkt, sondern ich muss umdisponieren, weil der Aufbau so, wie ich mir gedacht habe, nicht klappen wird. Das schneit zwar leicht, aber stetig und bei dem Eigengewicht des Tarps und der Schneelast wird diese Variante so nicht gut funktionieren, vor allem weil sich das nicht schön im Boden verankern lässt. Ich werde jetzt einfach ein bisschen umswitchen, auch wenn ich eigentlich kein großer Freund von großen Lagerbauten bin, brauche ich einfach so ein bisschen Material und werde mir dann eine Dackelhütte über ein improvisiertes Trapparbeit. Ich habe nicht genug Schnur mit, also werde ich einfach sehen, dass ich mir was zusammenschuster und damit so ein bisschen auch die Liegefläche ausgleiche. Und dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Wenn man sieht, dass was nicht funktioniert, nicht einfach so lassen und damit leben, sondern gucken, wie man es besser machen kann, solange es noch hell ist.
Pünktlich zum Sonnenuntergang steht das Lager. Ich hätte natürlich auch nur das Tarp umbauen können und mich einfach so auf den Boden legen, aber es ist einfach so uneben, dass ich da einfach was ausgleichen musste. Außerdem wollte ich ein bisschen erhöht sein, weil es so feiner Pulverschnee ist, dass man sich sonst sofort den ganzen Schnee mit ins Bett holt. Ich habe den Biwaksack jetzt schon mal als Unterlage, als auch die Elefantenhaut. Ich werde auf jeden Fall erstmal ohne Biwaksack schlafen, sondern wirklich sehen, was die Wolldecke und die Felle alleine können. Ich habe auch die Evazoten nicht darunter, sondern wirklich nur das, was man hier sieht. Und schau mal, wie sich das heute Nacht drauf schlafen lässt. Aber gleich machen wir uns erstmal was zu essen. Und drüben schläft Chris. Er hat das Krotenblatt gespannt. Und darunter seine Winchester Bedroll. Ich muss echt sagen, ich wünschte, ich hätte auch eine Hängematte mit. Das wäre echt deutlich angenehmer gewesen. Aber ist ja kein Wunschkonzert hier. Richtig tolle Gegend.
Tatsächlich habe ich bei dieser Tour so ein bisschen die Grenzen von Natural Bushcraft ziemlich bequem gesehen. Zum einen eben wirklich tiefere Minustemperaturen, das würde alles noch gehen, aber dann wird es einfach vom Gewicht her irgendwann so viel, dass das einfach keinen Sinn mehr macht. Was aber auch problematisch war, war tatsächlich diese konstante Nässe. Das war wirklich so eine Tour, wo ich sagen muss, da hätte ich tatsächlich das ein oder andere Hightech-Material mir gewünscht. Und dann ja, wäre die Tour, glaube ich, auch noch so ein bisschen einfacher geworden. Aber es geht ja auch nicht um einfach. Also von daher war es eine gute Erfahrung. Und was ich auch eindeutig merke im Vergleich zu der Schweizer Decke, das war bisher noch kein Problem, aber es ist jetzt deutlich zu merken, dass der Wind deutlich leichter durch die Decke durchgeht. Wir haben jetzt minus 5 Grad. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, ich habe ein Thermometer dabei. Und es sollen, wie gesagt, minus 7 werden. Es ist jetzt noch relativ früh am Abend eigentlich. Wir haben uns einfach nur früh schon mal hingepackt. Aber minus 7 werden wir auf jeden Fall bekommen. Das ist nicht mehr lange hin. Dann haben wir die minus 7. Also ich werde schon im Fußbereich werde ich den Biwaksack schließen. Wahrscheinlich auch gleich bis oben hin. Denn so wie die Decke jetzt ist, kann ich sie tatsächlich nicht verwenden. Also ich habe jetzt einfach noch eine Lage mehr an als sonst. Und das ist genau das. Also es gibt einfach eine Lücke an der linken Seite. Das habe ich mit weniger Kälteschutz tatsächlich bisher nicht gehabt. Ja, mal schauen. Der Wind pfeift gut durch. Der Wind ist sehr, sehr eisig. Und das merke ich direkt. Also wie schon gesagt, Biwaksack habe ich ja sowieso als Backup dabei und das werde ich direkt nutzen, weil das einfach schon jetzt kühl wird, weil der Wind so durchgeht. Erstaunlich, bei 0 Grad war das nie ein Problem, das ist wirklich komfortabel. Deswegen gut, dass ich jetzt mal das Ganze testen kann. Eine weitere witzige Begebenheit ist, dass im Kälteschutz komplett und in der Decke ist das relativ schwierig, den Biwaksack zu schließen. Also ich komme bis zur Brust hoch und ja, dann ist das so ein bisschen sehr, 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 sehr eng. So ein bisschen Pressfuß-Style, aber bisher, ich sage jetzt mit dem Biwaksack als Windschutz, ist das kuschelig warm. Also die Decke ist definitiv gut und bis 0 Grad war die auch echt richtig gut. Aber ich merke, dass es jetzt, dass das 0 Grad so wirklich so diese Grenze zu sein scheint. Jetzt in den Minustemperaturen, der Wind, der war schon gut merklich. Und mit dem Biwaksack jetzt, der gibt nochmal deutlich diesen Windschutz einfach und das ist echt gut. Problematisch ist halt nur, dass ich ihn nicht ganz zubekomme. Aber wie gesagt, bisher kuschelig warm soweit. Also ich lasse mich überraschen. Ja. Also ich sehe den Versuch als gescheitert an. Mit Biwaksack geht's soweit. Ich wache immer wieder so ein bisschen fröstelnd auf, aber nicht schlimm. Was tatsächlich eher das Problem ist, ist, dass der Biwaksack so eng ist, also ich kriege den mit Ach und Krach zu. Und dann kann man sich wirklich überhaupt nicht mehr daran bewegen. Man muss wirklich wie so ein Brett da drin liegen. Das ist so vom Schlafkomfort her nicht sonderlich gut. Temperatur mit Biwaksack drum ist wie gesagt okay. Wenn man sich nicht wie ein Brett steif liegt, sondern vielleicht mal ein bisschen bewegt, drückt man mit irgendeinem Teil einfach zu sehr gegen den Rand. Und das sorgt wieder dafür, dass es da auf jeden Fall sehr, sehr kalt wird. Der Boden ist super, also die Fälle funktionieren super, Isolation nach unten, gar kein Problem. Das ist richtig kuschelig warm, also ist gar keine Kältebrücke. Aber nur in der Decke ist es ja keine Option, das ist zu kühl. Und mit Biwaksack ist von der Temperatur her und als Notmaßnahme auf jeden Fall machbar. Aber auch das Problem, dass dadurch, dass es so eng ist, kann man die Decke nicht wirklich zurechtrücken. Sodass dadurch immer mal wieder Kältebrücken entstehen, dann wacht man auf, zuckt irgendwie wieder zurecht, zupft den wieder zurecht und ja. Ich habe es noch ein bisschen weiter probiert, aber kurz danach bin ich dann noch aufgestanden. Also wie gesagt, die Kälte war immer dann das Problem, wenn man sich irgendwie bewegt hat. Das größere Problem war tatsächlich, dass man so verkrampft drin liegen musste, um nicht in den Rand zu berühren, wodurch es dann wieder sehr kalt wurde, dass das einfach keine wirkliche Schlafmöglichkeit war. Wenn man versucht hat, einigermaßen bequem zu liegen, dann wurde es richtig eisig kalt, weil man eben zum Rand durchgedrückt hat. Und wenn man versucht hat, es warm zu lassen, dann lag man so verkrampft, dass man wieder schon die Muskeln anfing zu krampfen. Und so bin ich natürlich immer wieder, wenn ich dann irgendwann so ein bisschen eingenickt bin, bin ich durch Kälte wach geworden. Und nun nachher war es dann so, dass das Einschlafen noch gar nicht mehr drin war, weil einfach wirklich die Muskeln am Krampfen waren und die Position keine Option.
Tatsächlich habe ich bei dieser Tour so ein bisschen die Grenzen von Natural Bushcraft, finde ich, gesehen. Zum einen eben wirklich tiefere Minustemperaturen, das würde alles noch gehen, aber dann wird es einfach vom Gewicht her irgendwann so viel, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Was aber auch problematisch war tatsächlich diese konstante Nässe. Das war wirklich so eine Tour, wo ich sagen muss, da hätte ich tatsächlich das ein oder andere Hightech-Material mir gewünscht. Und dann, ja, wäre die Tour, glaube ich, noch so ein bisschen einfacher geworden. Aber es geht ja auch nicht um einfach. Also von daher war es eine gute Erfahrung.